Hallo bei Matter of Fact zum Vinyl Matters Podcast. Wir haben Irakli hier, hat gerade ein super geiles Set gespielt. Schön, dich hier zu haben. Ne? Danke. Super geiles Set auf 3 Turntables. Danke für die Einladung. Spannend, das alles zu sehen, wie Magic entsteht. Warst du schon mal im Presswerk? Ja, ich war ein paar Mal im Presswerk, aber ich glaube, das waren auch alles sehr klein, damals mit einer Maschine. Aber das ist schon spannend zu sehen, wie diese Spezialeffekte entstehen. Genau, Markus Und, hat dir das ja, glaube ich, auch schon so gezeigt. Und dafür braucht man dann, also mit einer Maschine ist halt kaum möglich. Ich würde jedem empfehlen, Presswerk anzuschauen, die dann mit Platten was zu tun haben, um zu verstehen, wie viel Arbeit das ist und wie viel man aufpassen muss, dass die Qualität stimmt. Ja, das sagen wir auch immer, oder wir wünschen uns am liebsten, dass unsere Kunden alle hier mal eine Runde lang kommen. Ja, weil dieser Aufwand, der dahinter steckt und der kleinste Fehler führt dann zu großen Fehlern oder am Ende ist es immer noch Plastik mit 100 Tonnen gepresst. Natürlich soll die Platte nicht knacken, das ist klar. Aber wenn man sieht vom Schnitt bis zur Galvanik, was da alles hintersteckt, so ist es. Ja. Das war auch für mich damals. Also Platten hat man ja dann immer irgendwie so rumgeworfen und alles. Trotzdem sind sie am Ende extrem robust. Ne? Also für uns als DJs, als Handwerksmittel so. Ja, manche Platten hat man ja jahrelang und die spielt man immer noch. Und teilweise finde ich auch total schön, wenn da irgendwie eine Kratzer drin ist und in so einer riesen Clubanlage mal so einer Fehler reinkommt. So. Ja. Weil das schön, ist dann, also die Wärme von Vinyl dann nochmal so, gerade so Momente, wo es in höhere Frequenzen nicht viel passiert und dann plötzlich so dieses Knarzige reinkommt, das finde ich sehr spannend. Ja, vor allen Dingen auch, wie sagen die Leute immer im Club auch, wenn man dann startet mit Vinyl, dass sich der Sound auf der Tanzfläche so öffnet. Ja. Ne, weil du hast eine ganz andere Dynamik drin. Natürlich machen das digitale, gut gemasterte Tracks auch, aber wir wissen ja bei der Welle an Releases heutzutage digital. Und das ist dann manchmal sehr, sehr anders. Und dann denkt man so, okay, was passiert dann mit den Ohren auf der Tanzfläche? Ja, es gibt manche Sachen, wo dann ästhetisch vielleicht das gut passt, aber meistens Dynamik sollte man nicht verlieren. Ich weiß, bei Vinyl, wenn es recht gut gemastert ist und der Mastering-Engineer, oder der Cut-Engineer, der noch mal richtig drauf guckt und der auch sagt, hey, das Master ist fast nicht zu gebrauchen, so. Und dann liefert man Neues an. Jedenfalls ist es bei Vinyl so, dass du einen Filter zwischen hast. So, und bei digital möchte ich eigentlich nicht abends im Studio sitzen vor einem Gig und sagen, welche Tracks sind gut gemastert, welche sind schlecht gemastert oder so. Das hat mich auch damals gestört. Du hattest von bis alles irgendwie. Das ist heutzutage auch so. Also spiele ich dann auch Vinyl und digital und da bist du die ganze Zeit nur noch am Hören. Ja. Weil da kann irgendwie 2 bis 3 dB Unterschied sein, obwohl das irgendwie die Anzeige ganz gut alles irgendwie darstellt. Aber man hört, dass das irgendwie auch zu komprimiert irgendwas ist. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit, gerade so, je nachdem, welche Mixer man nutzt und so weiter. Ja, genau. Also das Vorgängermodell hat es ja an sich gehabt, dass das Vinyl irgendwie ein bisschen leise war. Der Gain immer auf 100% war. Hier haben wir den Zen, der Gain auf 100% war, wo ich da gedacht habe, warum? Aber ja, gut. Das Ding, der 96er, da haben sie gut nachgebessert. Ne? Wir pressen ja auch dein Label Staub. Staub ist ein Label, ist eine Partyreihe. Ist eine Partyreihe. Ne? Und von Anfang an dachten wir so, präsentieren wir das, was auf der Party so läuft. Dementsprechend, da kann alles Mögliche drauf sein. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass jeder Platte nur eine Richtung ist. Also kann auch Techno sein, alles, aber ganz unterschiedliche Künstlerinnen und ganz unterschiedliche Stilrichtungen. Das finde ich auch spannend und auch spezielle Pressungen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass letztes Mal diese X-Ray-Pressung, das hat man so vorher nie gesehen. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Auch jede Platte war einzigartig.
Und jetzt planen wir ja die nächste, was dann im Februar rauskommt. Und dann bin ich auch gespannt, wie das wird. Und deswegen war auch für mich auch total wichtig, herzukommen und das alles anzugucken, so Materialien und was ist machbar. Und weil dann passt man dann auch Cover an und Sticker und Genau, so muss alles stimmen. Ja. Ja, das ist schön. Von daher ist halt, ich würde jedem empfehlen, herzukommen. Dankeschön. Ja. Und auch Qualität, bis jetzt war alles gut und ich bin auch sehr dankbar da. Markus macht ja auch die Kommunikation mit dir zwischendurch. Ne? Ja. Ich glaube, der ist da auch recht tight. Ne? Ja, Dass er alles da ist irgendwie immer rechtzeitig wird geantwortet und auch sehr professionell. Also wie gesagt, großes Lob, weil irgendwie es gibt viele Presswerke, wo das leider nicht so läuft. Und da muss ich dann großes Lob aussprechen. Dankeschön. Zur Partyreihe nochmal. Macht ihr die immer habt ihr eine Location dafür oder wandert ihr? Also wir Städte machen, oder so? wenn wir in Berlin sind, dann immer eine Location. Es ist auch tagsüber. Das ist, wir kündigen nie Line-Up an, weil Ja, cool. Ja. es geht dann um Musik und nicht um die Superstar-Namen. Und das war für uns von Anfang an wichtig. Auch auf Platten schreiben wir keine Artist-Names, weil wir möchten, dass die Leute Musik anhören und so beurteilen. Ja, und es gibt halt natürlich so ein paar Sachen von großen Namen und irgendwie alle finden das total toll, weil die den Namen so toll finden. So. Und bei uns geht es tatsächlich um das Essentielle. So, Genau, Musik, um Party-Feeling, ja. alles was dazugehört. Genau. Musik letztendlich, so wie es früher auch war, vor 20, 30 Jahren. Richtig. Ohne richtig. Gesicht, Genau. Da Releasen, geht's raus. nur um Essentielles und genau, also manchmal ist es so, dass ein Newcomer vielleicht viel bessere Set spielt als jetzt eine Superstar. Dementsprechend wird jeder gleich behandelt, also es gibt keine spezielle, was weiß ich, irgendwas, weil jemand so bekannt ist, sondern Finde ich super, finde ich genial, das Konzept. Und 12. Geburtstag im Februar und bis jetzt hat alles gut funktioniert. Wir haben unsere Stammgäste, die immer wieder mal kommen und auch so eine Crew von DJs und Freunde und ja, das ist, glaube ich, ja, passiert nicht viel davon und finde ich dann auch total wichtig, dass da sowas gibt. auch so ein Familiengefühl letztendlich. Genau. Ich habe ja bei euch auch schon mal gespielt, aber wir hatten vorhin irgendwie 10 oder 11 Jahre. Ja, das ist schon ein bisschen her. Und ich habe mich da auch total heimisch gefühlt. Also kannte die Location auch vorher nicht. Und ich hatte da, glaube ich, live gespielt mit meinem Dub-Projekt mit No One. Und danach kam dann Techno, also alles völlig gemischt. Und das Publikum ist absolut mitgegangen. Ja. Das ist auch ziemlich wichtig, dass die ein bisschen offen sind und nicht jetzt irgendwie immer das Gleiche erwarten. Und auch, was total wichtig finde, dass da neue Generationen, also so Newcomer, es gibt kaum Möglichkeiten für die zu spielen, Ja, weil die Partys wollen natürlich, dass da, wenn die was promoten, dass da Namen stehen, wofür die Name-Dropping, Leute ne? kommen und so. Und wenn jetzt niemand Namen kennt, dafür kommt ja keiner. Selling Tickets. Genau. Ja. Und bei uns, dadurch, dass wir das nicht ankündigen, wir können halt total unbekannte Menschen einladen, Ja. wenn man sicher ist, dass die gute Musik spielen. Das ist ja Allerwichtigste. Wenn ihr wisst, dass die Party funktioniert. Ja. Ich meine, viele Veranstalter sind darauf angewiesen, da das Name-Dropping zu betreiben. Aber wenn man eine Party darauf aufgebaut hat, dass sowieso keine Namen da sind, dann hat man ja 100% künstlerische Freiheit. So, Genau. was du sonst- Also es war auch einer von beste Komplimente, was eine Freundin von mir gemacht hat, war, sie meinte, sie kam halt zur Party, dann waren 3 Floors, was weiß ich, 12 DJs haben gespielt. Und sie meinte, als sie reinkam und gar keine Namen kannte. Und sie meinte, ja, das ist in Berlin, wie kann ich jetzt niemanden kennen und ich kann nicht mal einschätzen. Und als sie da gegangen ist, meinte so, das war einer von geilsten Partys, wo sie war. Ja. Also musikalisch war sie total überzeugt und dann hat sich bedankt, gerade deswegen, weil sie die Namen nie vorher gehört hat. Keine Vorurteile, man ist völlig bedachtlos, geht man dann ran. Ne? Ja, schön, dass das so funktioniert. Wir freuen uns auch, die Platten pressen zu dürfen.
Das ist auch immer ein Highlight für uns letztendlich. Produktionstechnisch, was steht bei dir an? Worauf Ja, letztes Jahr kam ja auch Album auf Live at Robert Johnson, was auch ihr gepresst habt. Genau, haben wir auch gepresst. Hier, genau. Dann diese Box, da bist du, glaube ich, auch drauf. Genau, im Box diese auch bin ich dicke drauf. Robert Johnson Box, Hammerteil. 25 Jahre. Genau, jetzt ein Stück auf der Testpressing, was wir gehört haben. Da ist habe ich auch mitproduziert mit einem Freund von mir. Die neue Staub. Genau, neue Staub kommt jetzt irgendwie im Februar. Da sagen wir tatsächlich nicht, also auch nicht, wieder cool, genau. Aber das sind Tracks. auch immer unterschiedliche, also bis jetzt, also es ist das 9. von unserer Serie und immer unterschiedliche Produzenten, oft ein oder zwei Newcomer dabei und auch einer vielleicht so der oder die seit Ewigkeit dabei ist. So. Also dass man dieses Spektrum von Newcomer bis zu sehr professionelle Leute. Auch was ich erzählt habe, das eine war so gut produziert, das Mastering-Studio musste nichts mehr machen. Ja, klasse, Aber das kommt ja auch daher, dass dieser Mensch, der das gemacht hat, seit 30 Jahren Musik macht. Genau. Und die Ehrlichkeit des, hatten wir vorhin schon drüber geredet, des Cut-Studios, wir können es ruhig erwähnen. Ne? Genau. Andreas von Schnittstelle, mit dem wir ganz viel arbeiten. Also Andreas von Schnittstelle, für mich einer der besten Cutter der Welt. So, und super ehrliche Haut. Ne? Genau. Super entspannt und irgendwie sehr gute Zusammenarbeit. Auch mit Schnittstelle, auch Tim, der da früher gearbeitet hat, auch sehr lange zusammengearbeitet. Und ja, das ist halt auch, man macht das jetzt nicht, damit kannst du jetzt keine Millionen verdienen, dann sollte man dann lieber in Bank arbeiten oder Banker werden. Genau. Wenn man das mit der Liebe und mit so viel Leidenschaft macht, dann natürlich geht man dann in die Presswerk und zum Mastering-Studio, wo es dann tatsächlich Leute um Qualität kümmern und dass es total wichtig ist. So. Und man merkt auch bei Andreas, also man kriegt auch mal eine Mail am Sonntag oder um 22 Uhr abends, also merkst schon, die Leute sind da, die stecken da wirklich drin und powern auch. Ja. So, und wir haben super Erfahrung, also und wir arbeiten parallel dann noch mit Scape zusammen oder kriegen auch Folien von Manmade und je nachdem, was der Klient, was dem wirklich sein Wunsch ist, hat er keinen Wunsch, dann suchen wir das Beste für ihn aus. Genau. So, ne? Das ist mittlerweile ein schöner kleiner Kreis, der auch gerne miteinander arbeitet. Und sich auch, kennst du ja auch, man kann sich aufeinander verlassen dann. Ne? Auf jeden Fall, das ist ja auch wichtig, weil, wie gesagt, das sind so viele Schritte und das muss dann alles passen. Und das muss auch Spaß machen. Genau. Weil wenn das keinen Spaß macht, wenn das nur Probleme sind oder wenn jemand nicht antwortet oder, dann macht das irgendwann mal keinen Spaß. Und das ist ja Leidenschaft und deswegen findet man dann auch die Wege. Ich meine, es kann auch mal was schiefgehen. Ne? Das ist ja bei allen Sachen so, das sehen wir auch so. Ja. Der Schlüssel ist, was passiert nach dem Schiefgehen, wie klärt man die ganzen Sachen, wie geht man daran, wie... Und auch wenn es jetzt mal irgendwas schief geht und mal einen Monat später oder 2 Monate später rauskommt, damit ändert sich eigentlich gar nichts. Also, wichtig ist, dass du es früh genug weißt und dass dass man diese Termine, dass das irgendwie alles eingespielt ist. Aber ja, also ich und die ganze Crew, so meine Freunde, wir sind da total entspannt. So, wie viel seid ihr so in der Crew so insgesamt? Also Kerncrew 3 Leute, aber auch viele Freunde, die dann mithelfen, in unterschiedliche Bereiche. Ja. Und ich glaube, gute Musik ist gute Musik. Das hat kein Ablaufdatum. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Ob das jetzt rauskommt oder in 3 Monaten, damit ändert sich nichts. Ich meine, es ist immer wichtig, dass so ein Baby rauskommt, aber letztendlich ist es so, es ist nicht wie das Handling der Major, die sich irgendwie 1,5 Jahre auf ein Release vorbereiten oder irgendwie sowas. Sehr oft mache ich das so, dass erstmal auf Platten warte und dann liegen die bei mir
und erst danach mache ich dann Genau, dann Release. hast du was, Ja. ne, weißt, dass sie da sind und kannst damit handeln und sowas. Genau. Du hattest auch gesagt zu uns, hey, ich brauche die Platten ein Stückchen früher. Ja. Und dann kommst du auf die Prio-Liste, dann behalten wir das im Auge und senden das rechtzeitig raus, weil manche sagen halt, hey, das kann ein bisschen warten, manche haben es ganz eilig. Genau, Ne? Auch genau. eine Band, die irgendwas für Merchandise-Stand braucht für die nächste Tour. Dann wird halt reingehauen. Ne? Das ist alles Ja, jetzt klar. zum Beispiel so bei Staub ist es tatsächlich so, dass wenn wir dann 12. Geburtstag jetzt haben und bei Event natürlich möchte man dann auch Wirst Platte du auch da haben. haben. Genau. Wirst du auch haben, Aber wenn das jetzt so eine nächste Künstlerin ist, die dann irgendwie, was weiß ich, ob das im April oder März oder Mai rauskommt, dann kann man halt vorher schauen, weil das sind ja mehrere Schritte. Es ist ja nicht irgendwie Mastering und direkt gepresst, sondern da muss erstmal Folie gemacht werden, dann Galvanik und wenn irgendwo irgendwas Testpressung, schiefgelaufen ne, ist, dann muss Cover, das genau. wieder neu gemacht werden und das kann man nicht irgendwie an einem Tag machen. So. Ich habe dir noch ein paar Platten mitgebracht. Hier, erstmal ein paar Slipmats von uns. Cool. Ne? So. Schöne Slipmats. Die gibt es auch bald in unserem Merchandise-Store mit hier und so. Mal gucken. Ein paar Sachen, die wir vertreiben. So, ich hab mich ein bisschen auf Techno, auf Dub konzentriert. Contact Records. Aus Dänemark ganz tolles Dub-Label. Hier haben wir, glaube ich, ein russisches Label. Die aber total, also die sind super cool drauf und die sagen, hey, alles scheiße, wir wollen eigentlich nur feiern. Du kennst das ganze große Thema, ne? Ja, hier Gestalten Auch haben, tolles Cover. vertreiben wir auch. Ja. Ne? Von hier eine Trofeo. Cool. Ein bisschen cooles Zeug. Was du nicht magst, gibst du einfach weiter. Ne? Ja, super. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank Hey. für das geile Set. Ne? Gerne. Und Gerne. ja, ey, du bist nicht weit weg. Du kannst gerne dann bei der übernächsten Staub kommst du wieder oder Auf jeden Fall. kannst dann auch mal auf die Knöpfe drücken oder irgendwas. Ne? Cool. Matter of fact.